Mein Name ist Michael Holzheu und ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Dillingen, also bayerisch-Schwaben. Habe in Erlangen Informatik studiert und anschließend dann 20 Jahre bei IBM als Softwareentwickler gearbeitet. Ja, und heute bin ich hier, um was über Charles Babbage und seine Analytical-Engine zu erzählen. Als Einstieg dachte ich, würde ein Vortrag von Dr. Stefan Stein vom Heinz-Nixdorf Museumsforum ganz gut passen und den würde ich jetzt einfach mal starten. Mein Name ist Stefan Stein. Ich bin seit Gründung des Hauses hier im Heinz-Nixdorf Museumsforum Kurator, habe vor allen Dingen mit den historischen, weniger mit der ganz modernen, brandneuen Technik zu tun. Zu der historischen Technik und der historischen Vorläuferschaft des Computers zählt auch Charles Babbage, ein zumindest unter Fachleuten bekannter, wenn nicht berühmter Erfinder, Mathematiker, Gestalter des ersten mechanischen Computers, wenn auch nur auf theoretischem Wege. Wir haben hier das Leben von Charles Babbage in mehreren einzelnen Zahnrädern dargestellt, einfach deshalb, weil Babbage aus dem Zahnradzeitalter der Menschheit stammt, der ersten Industrialisierungsphase, in der er sich zum Teil auch als Erfinder, vor allen Dingen als Mathematiker, Nationalökonom und so weiter hervorgetan hat. Also das kleine Zahnrad, das treibt alles an und das ist das Geld, oder? Ganz genau. Charles Babbage als Privatmann und Privatier heißt es. Und der hat von seinem Vater geerbt? Sein Vater war Bankier, hat in der aufstrebenden britischen Industrialisierung erheblichen Gewinn gemacht und ihm ein großes Vermögen hinterlassen, das es dann Charles Babbage erlaubt hat, finanziell völlig unabhängig zu agieren. Und mit dem Geld hat er dann was gemacht? Er hat vor allen Dingen der Nationalökonomie gehuldigt. Das heißt, er hat untersucht, wie der Wohlstand der Völker, der Wohlstand der Staaten zustande kommt, wie die Industrie funktioniert. Er war Nationalökonom und hat als solcher grundlegende Werke geschrieben, die auch von Karl Marx umfangreich exzerpiert und in das Kapital gewürdigt wurden. Also er war Nationalökonom, das kann man hier sehen, ne? Und das konnte er sich leisten, das ist so als Hobby quasi. Gewissermaßen als Hobbyforscher vor eigenen Gnaden. Er war also von Universitäten oder sonstigen Instituten oder Firmen völlig unabhängig und hat geforscht, wie er es für richtig und wichtig hielt. Hatte er einen Lehrstuhl oder sowas? Er hatte als Mathematiker, der ja auch war, und zwar durch und durch, er war ein hervorragender Mathematiker. So, das ist das zweite Zahnrad, das angetrieben wird von dem ökonomischen Zahnrad? Ja, über die Nationalökonomie, auch Mathematik. Er hat zum Beispiel Berechnungen gemacht über Todesraten, Sterberaten und so weiter und damit ermittelt, wie Lebensversicherungen effizient ausfallen können. Das heißt, die Ökonomie hat ja was mit Mathematik auch zu tun. Unmittelbar, zumindest im Versicherungsbereich, im bevölkerungsstatistischen Bereich und so weiter, der damals massiv an Bedeutung gewann, hat er mathematische Modelle zu deren Erfassung gebracht. Was ist das oberste Zahnrad? Das oberste Zahnrad ist Publizist, hat er sich hervorgetan und hat also ständig seine Ideen unters Volk gebracht, zum Teil mit fast missionarischem Eifer dann darauf hingewiesen, dass England in der industriellen und wirtschaftlichen Bedeutung, auch in der wissenschaftlichen Bedeutung vor allen Dingen zurückfällt, dass andere Staaten wie zum Beispiel Deutschland aufholen, womit er vollkommen recht behalten hat. Er hat ein eigenes Anzeigesystem für mechanische Elemente erfunden, praktisch eine, Maschinenschriftsprache, die er damit publizieren wollte. Das blieb alles viel beachtet, aber es hat nicht allzu viel weitergeführt. Dieses Zahnrad hat sich eigentlich auch ein bisschen ins Leere gedreht. Und dann haben wir jetzt unten noch ein Zahnrad. Und das ist jetzt als Erfinder, und deswegen bin ich ja eigentlich hier. Die berühmten Rechenmaschinen von Charles Babbage, die als geniale Gedankenkonstrukte, vor allen Dingen die Analytical-Engine als ein mechanischer, gedachter oder konzipierter Vorläufer des heutigen Computers gelten. Man muss aber sagen, sie waren so kompliziert, dass sie unbedingt, zum Teil fast noch heute, auf jeden Fall damals an die mechanischen Grenzen des Machbaren stießen. Also die Zahnräder, die Charles Babbage hundertfach, tausendfach gebraucht hätte, die waren in dieser Qualität, mit diesen unglaublich geringen Fertigungstoleranzen einfach nicht herzustellen.
Ja, der Engländer Charles Babbage war also wohl ein Genie, das auf vielen Gebieten gewirkt hat. Und möglicherweise auch wegen seiner finanziellen Unabhängigkeit war er wohl manchmal etwas losgelöst von der Realität und auch gelegentlich von den anderen Menschen, mit denen er dann immer wieder in Konflikt geraten ist. Hier zum Beispiel 2 Zitate aus dem Internet. Er fordert Bußgelder gegen Straßenmusikanten, insbesondere Drehorgelspieler, die durch ihre Musik 25% seiner Arbeitszeit stören und so kostspielige Zeitverluste verursachen. Am 25. Juli 1864 trat das Babbage-Gesetz zur Regulierung der Straßenmusik im innerstädtischen Polizeibereich in Kraft. Es belegte Lärmsünder mit 40 Schilling Geldstrafe oder 3 Tagen Haft. Ja, also bei aller seiner Streitbarkeit hatte Babbage aber zumindest eine Frau gefunden, mit der er wohl ganz gut ausgekommen ist und die sich vor allem auch für seine Themen interessiert hat. Und das wird jetzt im folgenden Video beleuchtet und dazu noch, wie es eigentlich dann zur Analytical-Engine kam. Charles Babbage was an English polymath, mathematician, philosopher, inventor and mechanical engineer, who was born in 1791. In that time, printed mathematical tables, for example for navigation, were still calculated by human computers. In other words, by hand. Repeating mistakes were known to occur in transcription as well as calculation. And it also was just a lot of exhausting manual work. Babbage once said, "I wish to God these calculations had been executed by steam." To solve the problem, he first designed the difference engine that was able to compute values for polynomial functions. But he never finished the complete machine, probably also because in the meanwhile his attention had moved on developing a far more sophisticated thing, namely the Analytical-Engine. It was in 1833 and he was 42 when he started this work. And interestingly, in the same year he met Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace. Or a little bit simpler, just Ada Lovelace. She was 17 years old, already a mathematician and very interested in Babbage's ideas. Charles Babbage, on the other side, praised her analytical skills and later called her lovingly Lady Fairy. In the following years, with some interruptions, Babbage worked on the design of the analytical engine and developed in total 28 different plans for it. Ada saw the potential of his invention and wrote several programs for the theoretical machine. That's why many people see her as the very first programmer. Ja, und Ada war übrigens die Tochter des berühmt-berüchtigten englischen Dichters Lord Byron. Der galt ein bisschen als verrückt und die Mutter von Ada wollte dann, dass ihre Tochter sich mit etwas befasst, was ihren Geist klar macht, und da kam sie dann zur Mathematik. Und über die Mathematik kam dann die Sache mit Charles Babbage ins Rollen. Und tatsächlich hat Ada dann Programme geschrieben. Eines der bekanntesten ist wahrscheinlich die Berechnung der Bernoulli-Zahlen. Ja, und dieses Programm hat sich da mal wohl jemand angeschaut und hat einen Internetblog darüber verfasst. Und den sehen wir hier. What did Ada Lovelace Program actually do? Und zwar hat dieser Mensch hier sich das Programm angeschaut, das in tabellarischer Form vorlag, und hat dann versucht, das in C zu übersetzen.
So, hier haben wir das. I have created a translation of Lovelace-Programm into C. Und weiter unten kommt die lustige Geschichte. After I had translated Lovelace-Programm into C, I was able to run it on my own computer. To my frustration, I kept getting the wrong result. After some debugging, I finally realized that the problem wasn't the code that I had written, the bug was in the original. Lovelace gives the fourth operation as v5 divided by v4, but the correct ordering here is v4 divided by v5. All the same, this must be the oldest bug in computing. Ja, das ist doch mal interessant. Auf jeden Fall musste Ada da ein Programm schreiben für eine Maschine, die es nicht gab. Und jeder, der schon mal programmiert hat, weiß, wie schwer es ist, fehlerfreien Code zu schreiben, also ohne ihn dann bei einer Maschine auszuprobieren und die Fehler durch Debugging rauszuholen. Also das ist schon nicht ganz einfach. Naja, also kann man ihr da auch nicht so einen großen Vorwurf machen, denke ich. Auf jeden Fall noch ein Wort zur Difference-Engine. Babbage hat die Difference-Engine Nummer 0 wohl fertiggestellt. Das war aber eher eine kleine Maschine zu Demonstrationszwecken. Die hat er dann der Regierung vorgestellt, der englischen Regierung, und hat dann entsprechend die Difference-Engine Number 1 zumindest am Anfang finanziert bekommen. Die hat er aber nur zu einem Siebtel fertiggestellt und dieses Siebtel ist jetzt im Science Museum in London zu sehen. Und dann gab es noch, nachdem er mit seiner Analytical-Engine fertig war, die Difference Engine Number 2 und davon gab es aber dann nur noch Konstruktionszeichnungen. Die hat er dann nie gebaut. Aber interessanterweise hat dann das Science Museum unter der Leitung von Doran Swade, das war der Kurator damals von diesem Museum, in 17 Jahren Bauzeit dann 1991 die Maschine tatsächlich vollendet und zwar funktionsfähig. Das heißt, die Pläne von Babbage waren richtig und die Maschine hat dann offiziell funktioniert. Und es gibt auch Videos im Internet, wo man die Maschine laufen sieht. Also die Difference Engine war eine Rechenmaschine für einen sehr speziellen Einsatzzweck und kein universeller Computer. Und als Babbage an der Difference Engine Number 1 gearbeitet hat, kamen ihm dann die Ideen, dass man das alles noch viel allgemeiner gestalten könnte und hat dann quasi angefangen mit der Analytical-Engine, die dann tatsächlich, zumindest gedanklich, der erste universelle Computer war. The comic writer Sidney Padua imagines the analytical engine as follows. Isn't it beautiful? In front of the machine, Mr. Babbage smiles and seems quite confident. On the right-hand side, Lady Ada Lovelace, a little bit dreamy, reads a long row of punch cards. The machine is really huge and therefore a strong steam engine is required to drive it. The first part of the program is located on the operation cards, which are processed by a reader device and define which arithmetic instructions should be done by the machine one after another. The instructions on the cards are encoded in holes, which are decoded then by the reader and afterwards passed to the barrels that define a sequence of smaller operations which then are executed by the mill. The barrels together with the mill implement the four basic arithmetic operations, namely addition, subtraction, multiplication and division. The program data is located in the store, where in total 1000 decimal numbers with 50 digits each can be saved. Each number is implemented by a stack of 50 gears and has a unique column number, which is used for addressing.
The numbers are loaded into the mill by transfer commands that are encoded on the variable cards. This is the second part of the program and contains the load-store instructions to transfer numbers using racks between the store and the mill. The somehow odd separation of variable and operation cards probably had technical reasons. The input data is loaded into the store with number cards, and the results can be put on paper using a printer device. So that's it. Sounds somehow familiar, doesn't it? And indeed, Mr. Babbage has designed, already in the 1840s, an almost modern computer. We just would name the components a bit different in our days. The mill is called today the CPU, or processing unit. The barrels store the microprogram that contains smaller steps for implementing the arithmetic operations. Then of course the store is today called the read-write memory. The operation cards, together with the variable cards, define the read-only program, which is located on the punch cards. One can argue that also the number cards are part 3 of the program, namely the constants, but they can also be seen as input data, similar to data entered by today's keyboards, where a user types in the numbers for the program. Then of course the printer is today called still the printer, but since it is the main output device for the analytical engine, it had to also fulfill the functions of today's monitors, for example. And last but not least, the steam engine. Well, of course, this is a bit old school and modern machines use electricity instead of steam. So, in principle, everything is there what modern computers have. Since the program is separated from the memory, the analytical machine is not a von Neumann computer, but instead it follows the Harvard architecture. By the way, one of the first computers with that design, the Mark I, was built in the 1940s, almost exactly 100 years after the analytical engine was invented by Charles Babbage. Ja, also das war der High-Level-Aufbau von der Analytical Engine, so wie sich das Sidney Padua vorgestellt hat. Und wo wir gerade dabei sind, also das ist das Buch und der Titel ist The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage von Sidney Padua. Und das ist echt toll, da müssen wir mal kurz reinschauen. Und da geht es dann eben hier um bisschen fiktive Abenteuer. Dann habe ich auf Seite 76 irgendwo die Queen gesehen. Ja, 75 schon. Haben wir die Queen. Dann am Ende wird es dann interessant für die Informatiker. Da hat nämlich die Sidney sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und zwar hier, das Bild kennen wir ja schon, die Analytical Engine zu zeichnen. Hier mit dem Store und der Mill. Und weiter hinten sehen wir jetzt noch hier den Speicher mit je nach Plan von Babbage 100 bis 1000 Columns. Und hier auf der Seite sieht man dann sehr schön die Stapel von Zahnrädern, die dann eine Dezimalzahl darstellen. Und hier als Beispiel 3 Stück davon, 704 ergibt dann die 704. Und auch schön hier oben, Babbage Number Wheel Actual Size, also ist das wohl die Größe, die sich Babbage so vorgestellt hat. Und ja, hier haben wir dann Number Cards als Beispiel und auf der nächsten Seite haben wir
Variable Cards mit einer Adresse und hier so der Mechanismus, wie die Abtastung hätte funktionieren können. Ja, bei der Gelegenheit vielleicht noch anzumerken, dass die Lochkarten nicht von Babbage erfunden wurden, sondern quasi das Konzept übernommen von den Jacquard-Webstühlen, wo die Lochkarten verwendet wurden, um Muster zu speichern. Hier auch schön der Transport über die Racks von einem Zahnrad aufs andere. Also bei uns im Beispiel zum Beispiel der Transport vom Store in die Ingress-Axis. Dann jetzt hier die Maschine geöffnet und da können wir uns jetzt dann mit den Details befassen. We see again the store with 1000 stacks of gears, one for each number. With the number cards, we can feed data into the store. The mill consists of a very complicated set of mechanical parts for doing the micro-instructions orchestrated by the barrels. As input for the arithmetic operations, a so-called ingress axis is used, which can store a 50-digit decimal number. At least logically, there are even two ingress axes. So for simplicity, we added a second one. The two ingress axes are basically what we today would call input registers, and they are used as operands for the arithmetic instructions. The result of a calculation is stored in the egress axis, which also can hold numbers with 50 digits. There are racks that connect the ingress and egress axis with the store. Today we would say that is the memory bus. The variable cards instruct the racks to copy column contents from the store into the ingress axis and copy back the result data from the egress axis. The operation cards define which arithmetic functions should be done. And besides that, they also can instruct a bell to ring, or they can hold the whole machine. Now that we know all the important pieces of the analytical engine, it is time to run a program on it. Fortunately, Ada was so kind to develop a good example and created the required punch cards for us. For some strange reason, Mr. Babbage wants to prevent her from running the code. The question is why, since the program is really simple. Und zwar will Ada einfach 24 plus 18 berechnen. Und hier sieht man jetzt die nötigen Punchcards, die Lochkarten, die dann die Rechnung durchführen am Ende. So. Und die Lochung hier, die habe ich mir einfach ausgedacht. Wie genau die Codierung funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Also das sind einfach unterschiedliche Lochungen, um die entsprechenden Operationen durchzuführen. Also die ersten zwei Karten, das sind Number Cards und da werden die Konstanten 24 und 18 in den Speicher übertragen. Und die erste hier zum Beispiel, da steht N005 und 24, das heißt in die Speicherstelle 5 wird die Konstante 24 reingeschrieben. Und in diesen Löchern wäre dann die 24 und die 5 kodiert irgendwie. Die zweite Karte lädt die 18 dann in den Speicher und zwar in die Speicheradresse 6. Dann die dritte Karte ist eine Operation Card, die macht die Addition. Also die weist die Maschine an, die Analytical-Engine, dass sie addieren soll. Und danach lädt dann die Analytical-Engine zwei Variable Cards und lädt dadurch die Register. Das ist die Ingress Axis 1 und Ingress Axis 2. Das sind die zwei Register. In dem Fall L005 heißt Lade Speicherstelle 5, die wir vorher ja quasi mit der 24 belegt haben, in Ingress Axis 1. Der zweite Ladebefehl, der tut dann automatisch in Ingress Axis 2 die Daten laden, und zwar aus der Speicherstelle 6. Ja, und dann
weiß die Maschine, dass sie addieren soll. Sie addiert und das Ergebnis wird in die Egress-Access gespeichert. Und die nächste Karte, das ist wieder eine Variable Card, die tut die Egress-Access an die Speicherstelle 7 schreiben im Speicher, im Store. Das letzte Resultat, was in der Egress-Access steht, soll gedruckt werden auf ein Papier. Dann soll die Glocke geläutet werden als Zeichen, dass wir fertig sind. Und am Ende soll dann das Programm angehalten werden. So, hier haben wir die Lochkarten nochmal, die das Programm darstellen. Und die müssen wir jetzt zunächst auf die richtigen Lesegeräte verteilen. Die ersten zwei, das sind Number Cards, also wo die 24 in Spalte 5 geschrieben werden soll und die 18 nach der 6. Dann die nächsten sind die zwei Ladebefehle. Die gehen auf die Variable Cards. Dann haben wir die Addition, die hier über diese Löcher auch kodiert ist. Die geht auf den Operation Cards Stack. Dann die Store-Operation auf den Variable Cards Stack wieder. Und dann die letzten drei, Print, Bell und Halt, sind drei Operationen, die gehen natürlich auf den Operation Cards Stack. Ja, und damit haben wir dann alle Lochkarten eingelegt in die Maschine und können das Programm starten. Das erste, was passiert, ist, dass der Number Cards Stack gelesen wird und die erste Number Card schreibt die 24 in Column 5. Das heißt, hier ist 24 kodiert und die 5. Also was passiert dann? Die Löcher werden irgendwie in Kraft umgesetzt und das wird dann hier in die entsprechende Spalte, werden die Zahnräder so gedreht, dass dann am Ende hier in der 5 die 24 steht. Dann haben wir die zweite Number Card, also 18 in 6. Das heißt, hier wird die 18 in Column 6 gespeichert. Ja, nachdem die Number Cards gelesen sind, kommt der Operation Cards Stack dran und es wird die Addition gelesen, was dazu führt, dass die Barrels, also die Fässer zu Deutsch, so konfiguriert werden, dass als nächstes die Addition stattfindet. Jetzt weiß die Maschine, dass die Addition zwei Parameter braucht und liest diese Parameter vom Variable Cards Stack. Also kommt der jetzt hier dran und es wird quasi hier von der Column 5 in die Ingress Access 1 eingelesen. Was passiert dann? Hier haben wir die Racks, also Zahnstangen, die werden so verbunden, dass die 5er Spalte mit dem Ingress Access 1 verbunden wird und dann wandert hier die 24 quasi über die Zahnstangen in diese Zahnräder rein, in die Ingress Access 1, was ein Input-Register ist. Dann der zweite Ladebefehl, der sagt Lade Spalte 6 und dadurch, dass die Ingress Access 1 bereits besetzt ist, wird automatisch die Ingress Access 2 verwendet. Also wird die 18 in die Ingress Access 2 geladen. Ja, jetzt hat die Maschine alles, was sie für die Addition braucht und die 18 und 24 geht in die Mill, also die Mühle läuft an, macht die Addition, kommt dann auch irgendwie auf das Ergebnis 42 und die 42 wird dann am Ende in die Egress Access, wenn die Berechnung fertig ist, ins Ausgaberegister gespeichert. Dann kommt wieder der Variable Card Stack dran, wo wir eine Store-Operation vorfinden.
Also wird die Egress-Axis, also der Inhalt der Egress-Axis, in Column 7 gespeichert. Also wandert hier wieder über die Zahnstangen, über die Racks, die 42 in die Column 7. Ja, und dann haben wir noch unsere 3 Operation Cards. Das heißt, das Ergebnis wird gedruckt über diese Karte, P für Print. Und dann gibt es hier drüben einen Drucker und wird die 42 auf Papier gedruckt. Dann wird die Glocke geläutet und dann schließlich die Maschine mit dem Halt-Befehl H für Halt angehalten. Also was auch noch interessant ist, ist die Zeichnung von Sidney Padua zu vergleichen mit dem Plan von Charles Babbage. Der ist jetzt hier dummerweise seitenverkehrt dargestellt oder vielleicht hat auch Sidney falsch rum gemalt. Auf jeden Fall so rum wäre es richtig. Was wir hier sehen, ist die Mill. Dieses runde Ding mit den vielen Zahnrädern ist die Mill, was man hier sieht. Und dann haben wir hier die Barrels, 1, 2, 3. Das sind die 3 Barrels. Was haben wir noch? Dann haben wir hier den Store mit den Racks. Hier der Store und die Racks. Ja, und dann haben wir noch die Lesegeräte. Man sieht das hier. Hier sind die Number Cards und hier sind die Variable Cards und hier sind die Operation Cards. Was Sidney, glaube ich, auch richtig rum gemacht hat. Also hier sind Operation Cards, hier sind die Variable Cards, das sind die hier. Und hier sind die Number Cards. Scheint also relativ korrekt zu sein. Genau. Und was war nochmal die Frage, die wir gestellt haben? Also was ist das Ergebnis 24 plus 18? 42, which is obviously right. And by coincidence, exactly the age of Mr. Babbage when he met his lady Fairy. So that was a brief summary of what can be found on the internet for the Analytical-Engine. But there are still some more details worth mentioning. The machine has a run-up lever that indicates exceptions like overflows or sign changes. The indication can then be used for conditional branches that are able to wind the punch cards forwards and backwards. And this feature, together with the store, makes the Analytical-Engine probably even Turing complete. The machine somehow also implements pipelining, meaning parallel computation. Nevertheless, the speed of the machine seems moderate. People are guessing 3 seconds for an addition and 3 minutes for a multiplication. Last but not least, there is an emulator available on the internet. On the top you see the program window where the source code can be pasted. Below we have the printer output. And here we have the state of the mill, with the ingress and egress axes, which are numbered in this case starting with 0. Below is the card reader and the store. So now let's enter the program. Then first fix the comment to have the correct numbering of the ingress axis. Then we submit the program. In the card reader window, we see the currently active instruction, namely load 24 into column 5. Now let's step through the program. 24 is written into column 5 of the store. Then 18 is moved to column 6. Next, the addition is configured. The mill remembers that the addition should be done. And then we load column 5 and 6 into the 2 ingress axes. So column 5, or number 24, is stored in ingress axis 0, and column 6, or number 18, into ingress axis 1. After both ingress axes are set,
the operation is automatically done. So in the egress axis, the result 42 is stored. Then we save the egress axis to column 7 and print the result. Therefore, the printer shows 42. Then we ring the bell and halt the program. Indeed, having an emulator is really cool, but the proof that this machine could also have worked in reality is still missing. Therefore, in 2010, a project called Plan 28 was initiated by John Graham Cumming, who in a TED talk described Babbage's ideas. The machine should be built and finished in the 2030s, 200 years after it was originally designed. Plan 28, from which the project takes its name, is the most complete of Babbage's designs. Doron Swade, former curator of the Science Museum, London, and involved in the 17 years reconstruction of the Difference Engine No. 2, in 2012 estimated that the project would require 15 to 20 years and $20 to $40 million. The machine would be 10 times bigger than the Difference Engine, would weigh several tons, and it would probably need 50 to 80,000 parts to build it. So it looks like a really challenging plan. Good luck for our British colleagues. Would be so great to see the machine up and running. Wer über die Fortschritte des Projekts informiert bleiben möchte, da gibt es diese Webseite hier, über die man sich registrieren kann und dann Nachricht bekommt, sobald es etwas Neues zu berichten gibt. Also dann, bis zum nächsten Mal.